Der EU AI Act, das ist der Versuch der Europäischen Union, KI, also künstliche Intelligenz, in Europa und in der Europäischen Union zu regulieren. Das betrifft natürlich Deutschland, Österreich, aber auch die Schweiz, wenn sie KI-Erzeugnisse in die Europäische Union einbringt. Und bedeutet, habt ihr oder euer Unternehmen KI im Einsatz für Recruiting, für Marketing oder für Lead Erkennung und diese Themen. Dann könnte der EU AI Act daraus für euch bald ein Systemrisiko mit Millionenstrafen machen. Und ich zeige dir, wie du das vermeidest und wie du safe bleibst. Und natürlich der Disclaimer, das Video dient ausschließlich als Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Mein Name ist Patrick Beck, ich bin Gründer seit 2005 und Geschäftsführer der Rescale Consulting GmbH. Ich habe beraten Unternehmen im Thema IT, KI, Software, Automation, CM und vieles mehr. Dabei sind sicherlich über 300, 400 Unternehmen zusammengekommen, die wir in unterschiedlicher Tiefe beraten haben, aber auch natürlich viele kleine, mittelständische, aber auch einige Konzerne. Ich selbst bin zertifiziert als Scrum Product Owner, Safe Project Manager, als AML Officer, aber auch als Certified Ethical Hacker. Was denn wirklich auf dem Spiel steht, es sind verbotene KI-Systeme, die besonders unter Strafe stehen und bis zu 35 Millionen Euro Strafe bürgen oder 7% deines Jahresumsatzes. Du musst auch deine Mitarbeiter schulen. Das heißt, es gibt eine Schulungspflicht seit dem 2. Februar 2025, die verpflichtend ist. Ansonsten drohen hohe Bußgelder. Es gibt eine Übergangsfrist bis zum 3. August 2025, um diese Schulungspflicht eben einzuholen. Und natürlich gibt es auch Dokumentations- und Checkpflichten, die man machen muss, also wie Bias-Checks, um eben Voreingenommenheit zu prüfen, aber auch Logs, also sage ich mal Aufzeichnungen, wie und warum die KI gehandelt hat, diese KI-Logs. Fehlen dir diese Nachweise, dann stehst du bei Kontrollen eben in der Haftung und das möglicherweise auch persönlich. Die Fristen dafür, nochmal ganz übersichtlich, bis August 2025 sind verbotene KI-Praktiken verboten, nach Artikel 5, Schulungspflichten für alle KI-Nutzer verpflichtend und bis August 2026 sind die Transparenzvorgaben für generative KI und Interaktion vorgeschrieben. Bedeutet, du musst sagen, wann eine KI im Einsatz ist, wenn zum Beispiel eine Sprach-KI mit dir spricht oder wenn ein Chatbot spricht. Und bis August 2027 gibt es noch weitere Pflichten für Hochrisiko-KI-Systeme, die dann vollständig greifen. Jetzt haben wir natürlich die Klassiker, die Einwände, wir nutzen doch nur ChatGPT, uns trifft das Gesetz doch eigentlich gar nicht. Der Reality-Check, jeder, der KI einsetzt, gilt damit als Betreiber und umso mehr eigentlich sogar als ChatGPT-Nutzer, da eben viele Sicherheitsmechanismen nicht greifen. Die Argumentation, unser Software-as-a-Service-Anbieter regelt die Compliance für uns. Leider nicht. Der Händler oder Hersteller kann maximal technische Nachweise liefern und die Haftung für falsche Daten oder fehlende Schulungen, unzureichende Einsatzszenarien, die liegen dann bei deinem Unternehmen. Noch dazu muss man sagen, sehr viele dieser Software-as-a-Service-Anbieter sind ja auch weltweit tätig, müssen sich also nicht explizit mit deinem Case in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beschäftigen, weil zum Beispiel in den USA oder in Asien ganz andere Regularien gelten. Wir schauen 2027, wenn die Behörden dann wirklich kontrollieren. Das ist gefährlich, denn der EU AI Act gilt bereits jetzt. Die ersten Verbote sind jetzt ausgesprochen. Es gibt Schulungspflichten, die seit dem 2. Februar 2025 gelten. Du sitzt also im Prinzip auf einer tickenden Zeitbombe. Mal ein kurzer Crashkurs in Sachen Risiko. KI-Anwendungen, die du sofort stoppen oder vermeiden solltest, sind Anwendungen für Social Scoring, also Menschen nach bestimmten Kriterien zu bewerten mit KI, manipulative KI, die versucht dich im Hintergrund zu etwas zu beeinflussen als Nutzer, Live-Gesichtserkennung, vor allem in öffentlichen Grund, das ist verboten, aber auch die biometrische Klassifizierung Minderjähriger, um damit diese entsprechend ihrem Alter nach anzusprechen. Das ist auch sehr verboten, gemäß dem EU AI Act und ist jetzt schon seit dem 2. Februar direkt einzustellen. Dann haben wir das Thema Hochrisiko-KI. Die sind erlaubt, aber nur mit klaren Auflagen und Dokumentationen.
Beispielsweise, du bist im Recruiting oder in HR und scannst automatische Lebensläufe und lässt dir dann passende Kandidaten vorschlagen bzw. qualifizierst diese mit KI. Gehen wir auch noch mal gleich im Detail drauf ein. Wir haben auch HR-Chatbots. Beispielsweise KI führt Bewerbungsgespräche vor und analysiert Videointerviews automatisch. Auch sehr klare Auflagen. Dann gibt es natürlich auch Kredit- und Versicherungsscoring. Die KI bewertet automatisch Kreditwürdigkeit oder Versicherungsrisiken. Dann haben wir natürlich auch die medizinische Diagnostik. KI hilft bei der Erkennung von Krankheiten oder auch steuert kritische Prozesse, also auch in der Energieversorgung und in anderen Bereichen, wo entsprechend kritische Infrastruktur im Einsatz ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Mediziner bist und auch schon mal KI dafür genutzt hast, gelten da auch sehr wichtige, strenge Auflagen, die du zu berücksichtigen hast. Und natürlich für all diese Themen sind individuelle Zusatzschulungen für den Umgang hier erforderlich, die über die meisten Standardthemen eben hinausgehen, weil sie individuell auf die Anwendungen im Unternehmen eingehen müssen. Dann haben wir noch die KI mit geringerem Risiko, die weitgehend einfach und frei zu nutzen sind. Da gehört beispielsweise Lead-Generierung und Recherche von Leads dazu, insbesondere wenn Unternehmen als juristische Person ja einen weitaus geringeren Schutz im Datenschutz vorsehen, ist das generell auch eine einfachere Bereich. Aber auch Marketing- und Vertriebskommunikation, das heißt die Texterstellung, die dabei zu regeln ist auch noch sehr viel einfacher anzuwenden. Aber auch die Standardprozessautomatisierung bedeutet die Datenverarbeitung, die du intern machst, gehört auch zu den KIs mit geringerem Risiko. Dann haben wir nochmal im Detail die Hochrisiko-KI im Recruiting, wenn du jetzt zum Beispiel im HR bist und KI basierend Bewertungen von Bewerbungen machst. Dann gilt das laut AI Act als Hochrisikoanwendung. Wir nehmen mal als Beispiel hier dieses Video, das wir haben. Du fügst deinen Lebenslauf ein, schreibst, bitte bewerte, ob dieser CV auf die Stelle, zum Beispiel IT-Projektleiter, passt. Sendest das ab, dann wird das in Zukunft eben nicht mehr erlaubt sein. Und im besten Fall sagt dir GPT dann, dass das nicht mehr geht. Denn damit riskierst du ohne Dokumentation, ohne Logs, ohne Bias-Checks und ohne alle diese Vorkehrungen, die es in der Regel nicht in ChatGPT möglich sind, bis zu 7% deines Umsatzes oder 35 Millionen Euro Strafe. Bedeutet Dokumentationspflichten, es braucht sehr viel Transparenz, menschliche Endentscheidungen und Bias-Checks, die auch, ja, selbst dann, wenn du die Endentscheidung triffst, auch damit drin sein müssen. Und ohne Nachweise, wie gesagt, bist du da sehr schnell in der Bredouille. Für wen gilt der AI Act? Der EU AI Act gilt nicht nur für Unternehmen innerhalb der EU, wie man denken sollte, sondern natürlich auch für alle, die KI-Erzeugnisse auf den EU-Markt einsetzen oder veröffentlichen. Und damit möchte die Europäische Union natürlich sicherstellen, dass jetzt nicht einfach jemand seine KI-Anwendungen in ein nicht-europäisches Ausland setzt und von dort die Tätigkeiten vollzieht, wenn sie denn sowieso in der EU Anwendung finden. Bedeutet auch, wenn du als Schweizer Unternehmen sehr aktiv in der Europäischen Union bist und dort eben auch, sei es auch nur Texterstellung und andere Dinge, vollziehst und damit öffentlich stellst oder Chatbots anbietest, auf die auch deutsche Anwender, Nutzer oder österreichische Anwender, Nutzer zugreifen sollen, dann bist du genauso in der Regulierungspflicht, als wärst du ein Unternehmen in der Europäischen Union. Also, nutze die Chance, hol dir jetzt deinen kostenlosen AI Compliance Check mit einer Checkliste, mit klaren To-Dos und Vorlagen. Das kannst du mit einem persönlichen Call mit mir verbinden, ein 30 Minuten KI-Audit für dein Unternehmen, welche Tätigkeiten ihr anfassen solltet, welche Regulationen ihr integrieren müsst, denn dahinter steckt häufig natürlich auch noch sehr viel technische Anpassungen, die ihr da beachten müsstet, neben den juristischen Voraussetzungen. Die Checkliste kannst du dir runterladen unter rescale.ch/ki/eu-checklist. Und ja, vielleicht meldest du dich für ein Gespräch. Ich freue mich drauf und bis bald.